Also ich finde, das ist ein guter Weg, dass die mehr Kohle machen. Und ich muss auch sagen, ne, abseits der Skins würden die sagen, ey, wir arbeiten mit der Kohle, die ihr uns gebt, an Desync oder investieren das in bessere Server oder weiß was ich. Alter, ich würde dafür 30 Euro im Monat bezahlen. Ist mir scheißegal. Ich habe jetzt mehrere Sachen auf YouTube gesehen. Quasi so Reaction-Videos auf dieses Video. The Financial Report that killed Tarkov. Ne, so ein bisschen ein Joke für The Wiggle that killed Tarkov. Und es soll wohl darum gehen, dass BSG pleite ist. Kurz für die, die das nicht wissen. Battlestategames Limited ist eine Firma, die in London registriert ist. Das heißt, die Finanzberichte kann man öffentlich einsehen. Okay? Eins in den Chat, wer das noch nicht wusste, dass die eigentlich offiziell in London sind, registriert sind. Würde mich kurz interessieren. Und dann gehen wir jetzt rein hier direkt. I wasn't entirely sure if I wanted to make this video. The change in stance on monetization and microtransactions. Also, brauchen wir Untertitel? Also jetzt ernste Frage, das Video ist auf Englisch. Wollt ihr deutsche Untertitel haben, damit ihr das versteht? Ich verstehe das. Also ich verstehe besser, als dass ich... Ach, Transactions made by Battlestategames a couple days ago left me, for the first time, feeling confused and, to be completely honest, quite concerned about this game. My biggest feeling was, why? Well, I wanted to find out, and the research that I did over the last few days led me down paths that confused. Also es geht quasi jetzt um die Stash-Erweiterung, die man halt kaufen kann und um den Koop-Modus, ne? Dass sie quasi diese zwei Sachen reingebracht haben, die man für echt Geld erwerben kann, nachdem sie die EOD gestrichen haben. Me and scared me, filled me with optimism, and ultimately left me feeling somewhat jaded, like the veneer on a shining facade had been ripped away, leaving the rusted steel skeleton wiring and insulation laid bare to the elements. These monetization plans are, like all things Tarkov, divisive. If you see no issue with the development choices that Tarkov has made over the last few years or going into the future, I'm not setting out to change your mind of that. The data I've found, however, and the conclusions I've drawn from it, leave me for the first time with a feeling that I actually get what is going on with this game. For that reason, while I will present this data I've collected to you first, I highly suggest that you watch through to the end in order to grasp not only what this information means, but why I'm presenting it to you at all. Ja, macht aber so eine richtige Krimi-Geschichte daraus, It's important to understand why any of this matters. Since the start of development in 2016, BSG held a firm stance against the monetization models of their contemporaries. We know that free-to-play developers are constantly inventing new ways to trick people and make more money, and we personally do not want to spoil Escape from Tarkov with this. Every action and statement by the company over the last year also pointed not only to the stability of their funding, but... Also, Nikita hat gesagt, die wollen halt nie, ich mache jetzt doch Untertitel an, die wollen halt keine Mikrotransaktionen halt machen, ne? Weil das halt nur Cow-Milking ist, so quasi. Soll ich deutsche Untertitel anmachen für euch? Na, vielleicht auch ein bisschen für mich. Wo kann ich das ändern? Übersetzt mal auf Deutsch. but that they were actually closer than ever to being completely finished with Tarkov as a product, that they were fully funded and pushing towards a 1.0 release, a reality supported in no small part by the removal of the most expensive limited edition of the game from the online store. To many of us, it felt like we were finally closing in on the finish line. And then, seemingly out of nowhere, also die Finish Line, die quasi schon die letzten Jahre angekündigt wurde. in the middle of otherwise innocuous patch notes, Tarkov's first microtransactions, namely extra stash lines regardless of game edition, ability to play offline co-op, and faster unlocks of cosmetic clothing. What changed? Here was this Faster? Was? offline co-op and faster unlocks of cosmetic clothing. Hä? Was ist denn da mit dem... Was meint denn der mit den Klamotten? Chat, was meint er mit den Klamotten? Bei Rackman? Dass man nicht so hoch leveln muss? Was? Aber was kann man denn da kaufen? Tracksuit für einen Zehner? Hä? Optics bei Dienste. Ja, aber das kannst du ja schon die ganze Zeit.
Aber was meint denn der, wo kannst du denn Faster Closing Unlock kaufen? Soll wohl später kommen, dass man Outfits wie Tracksuits später kaufen kann, ist aber momentan noch nicht. Ach, krass! Ich hatte die ganze Zeit nur diese Koop- und Stashlines-Dinger drin. Das ist ja komplett an mir vorbeigegangen. Ja, aber gut, ich war auch Sylt, ne, Champagne Shower und so. Weiter geht's. What changed? Here was this claim by the CEO of the company saying in not so many words that the game needed more funding. So, like, where did all the money go? How is BSG spending their money and why? Well, also ganz kurz Prediction. How does BSG spend their money? Die haben letztes Jahr, 2023, Gamescom waren die mit am Start. In Japan Spielemesse. TwitchCon in Las Vegas haben die komplett gesponsert als Main-Sponsor. TwitchCon X Battlestategames und noch die deutsche Dreamhack mit den ersten Arena-Turnieren, wo sie 100.000 € rausgeballert haben. So. Wahrscheinlich ist da die Kohle hingegangen, Alter. Messen müssen so unglaublich teuer sein. that's what I wanted to find out. And after looking through their financials, the answer was, well, it's honestly easier explained if we just look at it together. Before we do, I need to lay some ground rules for what I'm presenting here. I'm going to be as objective and fact-based as possible. However, my takeaways from it will be subjective, and you may disagree with them. First off, BSG's financials are more than a little weird. Because Battlestate's development studios are operating in St. Petersburg, Russia, they are actually officially based out of what is, as far as I can tell, a WeWork shell office in London. What matters is, because this is a UK-based company, their financial records are completely publicly available. So I took a look Also die operieren aus St. Petersburg, aber sind halt in London gemeldet, was ich eben meinte hier. at them. Right off the bat, for the financial year ending January 31st, 2023, Battlestategames had a turnover, or total revenue, of 65,608,544 Great British Pounds. That's $83,911,112 US. Boah, krass. There's a little overview statement at the top. 83 Millionen $ Umsatz. Holy shit. The filing, BSG's primary source of revenue, Escape from Tarkov, added more than 900,000 new paid players in the 2022 year. 900,000. That means, on average, those 900,000 players were paying $93 US for their copy of Escape from Tarkov, meaning that Ja, wobei, das kannst ja auch nicht so sagen, oder? Warte mal, was sagt er da? those 900,000 players were paying $93 US for their copy of Escape from Tarkov, meaning that Ja, er sagt einfach, 900.000 Spieler bezahlen $93 pro Version. Das ist ja kompletter Quatsch. Also, gibt es doch verschiedene Versionen und du weißt ja auch nicht, aus welchem Land die das kaufen, oder? Also, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, in welchem Land du bist, oder nicht? Das kostet ja nicht überall dasselbe, oder? Im Schnitt zahlt einer 90 €. Im Schnitt. Ja, gut, dass Untertitel an sind. there was a good mix of both Edge of Darkness and similar limited edition orders, as well as standard editions in there. You can take whatever you'd like away from Aber that. trotzdem krass, oder? Da finde ich trotzdem viel. Er nimmt den Umsatz, geht davon aus, dass alles von Tarkov kommt, was falsch ist. Okay. But moving on, here's Hau mal where it raus. gets interesting. The cost of sales in 2022, as in how much Battlestategames spent to distribute this product, was around $79.5 million US. That means that by January 31st, 2023, they had a gross profit and loss of £2.4 million, ending in with operating costs, investments, expenses, and taxes subtracted, a total profit of $2,178,371 US. We can see that their Plus gemacht. cost of sales were just under their total revenue that year. If we look at 2021, they didn't even manage that. According to their profit and loss reports, BSG actually ended 2021 with a loss of $905,724 US. That year, they reported an $88.6 million US total revenue.
You might be wondering, why am I talking about 2 years ago here? Well, this financial audit of BSG for the 2022 year was only reported on the 30th of October 2023, meaning that we likely won't be seeing anything of BSG's financials for 2023 until fall or winter of 2024. So what happened in 2023? Well, quite a few things actually. Also es ist halt ganz schön cool geeditet auf jeden Fall. Aber ja gut, 2 Millionen Gewinn ist glaube ich gar nicht so schlecht, oder? Also für so ein Studio? I don't know. Denk dran, Umsatz ist kein Gewinn. Ja, okay, ich denk dran, danke. Und ich meine, dass eine Firma Minus macht, ja, keine Ahnung, wenn die investieren, das ist ja eigentlich auch, keine Ahnung, also so Startups oder sowas, die ersten Jahre, ich meine, Twitch macht ja bis heute kein Plus. I may have gotten a bit in over my head in this next bit, but the research that I did on the financials of games marketing was utterly eye-opening to me. Last year was a special one for the world of Tarkov. We saw the biggest marketing push probably ever by Battlestategames for the new spin-off Escape from Tarkov Arena. Arena was meant to be a more fun-focused, fast-paced way for fans of EFT to get more fun-focused. Ja, genau, hat's glaube ich nicht gespielt. that juicy player versus player action they yearn for. It was also, and this is the point that you should be most focused on, it was also intended to be a beginner's jumping off point to the Tarkov world, bringing in new audiences to the game. Okay, so in order to market this thing, BSG went to some conventions last year. Some big conventions. As far as I know, BSG had never come to the US in an official capacity, and their presence at TwitchCon Las Vegas in 2023 was legitimately game-changing for the Tarkov community. I even highlighted its importance in a recent video. More fans than ever before got to meet each other, their favorite streamers, the devs. It was a dream community meetup, and not only that, they had this giant, slick booth, totally Ich habe auch ein Tattoo. Bringing people into the Tarkov world. People could play Arena early. There were extravagant tournaments between streamers and the devs. It was quite the production, and it was a ton of fun to watch from the sidelines. So how much did it cost? While the actual metrics of the exhibitor floor space at TwitchCon aren't public, we can extrapolate a bit from other conventions. BSG's TwitchCon booth stole the show. A massive custom 40 by 70 or 2,800 square foot monstrosity. Sheesh. A booth at South by Southwest at half that size would cost around $7,200 a day. That would mean, and this is being lenient, the Arena booth would cost for its size for 3 days around $43,500. At GDC in 2017, a 2,500 square foot booth cost $41,500 a day. Times 3 days, a booth that size would cost $124,000. But yeah, let's just get this straight. I'm not talking about the whole booth setup, all the bells and whistles. No, I mean the price of the literal space it takes up on the floor. We don't know if the people working at the booth, the construction, etc. was part of the budget or if that was all BSG's responsibility. We do know that this booth was a completely custom design done by the convention planning contractor, The Trade Group, on quite short notice, by the way. If we assume a $100 per square foot price point, which would not surprise me at all, at the minimum, we're talking in the one... Ja, aber das sind ja nur die Messepreise für den Quadratmeter, oder? Also da musst du ja noch 1000 andere Sachen hinlegen. Also die du bezahlen musst quasi. $100,000 to $200,000 range for this design. Again, I'm talking the lowest possible end here from what I've seen in my research. Okay, that's the physical booth. Then we have the PCs, the internet wired to each of these PCs, dozens of them, the IT to get all that working, headsets, monitors, peripherals. Again, this might have all been taken care of by sponsors, but just putting it out there. The booth had cosplayers, tattoo artists, there were DJ shows, this whole massive on-stage presentation, and again, we're just talking the physical booth. BSG picked up a bunch of... Was glaubt ihr, haben die ausgegeben für TwitchCon Las Vegas? Ich meine überhaupt, dass das halt Battlestate x TwitchCon, so, dass die sich da eingekauft haben als Main-Sponsor, die werden da, also da ist, glaube ich, diese Miete für den Stand, für die Messe, ist da wahrscheinlich sogar noch das wenigste, also die werden da ultra viel reingekloppt haben. Of major streamers and took them to Battlefield Vegas, a pretty famous company in town that lets you shoot military-grade weapons on a range. This whole outing could have been around $10,000, and again, that's just an afterthought for the whole evening. And I mean that because $10,000 for an evening out with the boys is basically a drop in the bucket when you consider what BSG likely spent on this convention.
Oh yeah, and then, you know, actually getting the company and their assets there, shipping, handling, flights, accommodation, food, transportation. These guys came from Russia. So, you know, just throw another, I don't know, at minimum $10,000 to $20,000 on top of that. If we put this all together, looking at the low end, I can't see them having spent less than $200,000 to $300,000 on Twitch. Boah, ich glaube, das ist zu wenig. Ich glaube, das ist viel zu wenig. Scheiße, jetzt ist Werbung. Wir machen kurz 3 Minuten Pause. Soll ich schnell Pipi Kaka machen? Los, 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 los. Hab ich nie geguckt. Also ich glaube 200.000 ist zu wenig, oder? Was sagt ihr? Ja, bald, ich bin so 2,5. I don't know. Ich finde das zu wenig. Wenn man da als Main-Sponsor ist. Sie waren nicht Main-Sponsor? Wie? TwitchCon Las Vegas? Waren die doch Main-Sponsor? Der stand überall. Auf jedem Kack stand Battlestategames X TwitchCon. Hä? Was für Noppas? Also die hieß doch legit Battlestategames X TwitchCon. Also in jeder Werbung, in jeder Mail, die du deswegen gekriegt hast oder was du da gesehen hast, da stand immer Battlestategames X TwitchCon. Also keine Ahnung, das ist für mich ein Main-Sponsor. In 40 Sekunden noch, dann geht das hier weiter. An alle, die keine Werbung haben. Aber ich finde, das Video ist gut bearbeitet. Also, das ist schon geil gemacht. Da kann man nichts gegen sagen. Da kann man absolut nichts gegen sagen. Und danke für die Follows, Leute. Willkommen in der Crew. Ich bin mal halt gespannt, was so sein Fazit am Ende des Videos ist. Hey, Nibbel, Martin, was geht? So, und eins in den Chat, wenn ihr keine Werbung mehr habt. Wir machen weiter. And that would have been if everything went right, if everything that could have been free was. If we're being more realistic, aiming towards how expensive we know some of this stuff can be, well, we're creeping up on $500,000. Battlestategames, das würde ich halt auch eher sagen, went to 4 conventions in 2023. So, you might be thinking, as I definitely was, this is just marketing. This is what companies do. And yes, that is 100% correct. Major gaming companies do this all and much, much more on marketing. With the company supposedly bringing in upwards of $80 million US a year, who even cares? Well, that's the issue. When I saw this massive marketing push from BSG over the 2023 year, it actually filled me with confidence. Good for them, I was thinking. Push from BSG over the 2023 year, it actually filled me with confidence. Good for... Skuuii ist auch im Video! Skuuii! Ja, das ist auch ein ultra geiles Bild. Kalle, Meier, Pixelfee, Jekyll, alle am Start. Nur Red Rabbit nicht. For them, I was thinking. Because I assumed that they could afford it. Let's break down some realities here. Ja, aber ich meine, dass man halt ausgibt, auch wenn man es sich nicht unterm Strich leisten kann, das ist ja auch normal. Also ich meine, für eine Firma Schulden zu machen,
quasi in die Miesen zu gehen, um was zu investieren. Also das ist ja normal wegen Steuern und bla bla bla. Also, hä? Und ich meine, ich habe jetzt kein Wirtschaftsstudium oder sowas, aber das ist doch eigentlich Stanni, oder? Tarkov controversies aside, probably raked in a similar amount of money in 2023 as it did in 2022, likely a bit more with all the marketing that they did. We also know that Escape from Tarkov Arena, a completely separate game, was developed by BSG likely over the last 1.5 to Und halt natürlich Balenciaga Arena, Pullover, das ist auch wichtig. Weil es kommt natürlich auch darauf an, wie man sich nach außen hin präsentiert, ne? Also so schlecht kann's denn ja nicht gehen. Hat er nicht erkannt. By BSG likely over the last 1.5 to 2 years. That this standalone game was developed by a separate team of people, potentially many new hires and contractors, and that BSG underwent a massive marketing push for Arena during the 2023 year. We now know that in early 2024, BSG has introduced the idea of purchasable add-ons to Tarkov, never before mentioned, because, in the words of Nikita, the COO, the game has been running for 8 years without any additional cash flow. So here's my concern, and maybe you're picking up where I'm going with this. The fear is that BSG's funding for the completion of Escape from Tarkov as well as the continued development for Arena was secured only by the projected profits earned from Arena's sales boosted by the marketing push over the 2023 year. And I'm concerned that Arena may not have sold as well as they had projected. For whatever reason, maybe because of controversy, maybe because of poor communication by BSG, or maybe because of the game's design itself, people don't seem to be utterly enamored with Arena in the way that BSG was hoping, to put it lightly. Ja gut, worüber wollen wir jetzt reden? Also, keine Ahnung, ja, Arena ist gerade nicht da, wo die das, glaube ich, auch gerne hätten. Da sind einfach zu viele Fehler passiert. Keine Ahnung, was man halt sagen kann. Also BSG ist halt schon im stetigen Kontakt mit, ich sag mal, den Arena-Spielern und Arena-Teams, um das halt zu verbessern, so, ne? War jetzt halt, ich glaube, die haben halt selber gesehen auf der Dreamhack, ne, wie Bock das macht zu schauen und, ne, wenn dieses ganze Balancing und alles andere stimmt, dann könnte das halt echt ein geiler Competitive-Shooter werden. Keine Ahnung. Aber da muss halt noch eine Menge passieren. No matter how many fireworks you set off, no matter how many tournaments you plan, if people look up a game online and the first thing that they see is this game is disappointing, they might think twice about buying it. And if they staked the production funding of both games on the successful release of Arena after a large multi-million-dollar marketing push, well, it's possible that Battlestate is currently in an over-leveraged position. They may have made a gamble and missed. Ja, das ist halt das Problem, ne? Also, er sagt jetzt quasi, die haben Marketing gemacht bis zum geht nicht mehr quasi, gerade jetzt für Arena. So, ne, weil auf allen, ne, seit der Gamescom, ne, auf allen Conventions, ne, Gamescom durfte man das halt nicht spielen, ne, aber in Tokio, Las Vegas, die haben das ja überall gezockt, ne, plus dann Dreamhack-Turnier im Dezember. Ne, und alle wollten ja Arena spielen, ja, und dann kam Arena und nach einer Woche war es quasi dead. So, weil es halt einfach, da waren, ja, es war halt Katastrophe, so das Balancing der Kids, überhaupt das Leveln der Kids war schlecht. Gut, das wird jetzt den Rahmen sprengen, weil wir reden ja nicht über Arena, sondern über BSGs Finanzen. Aber das dann wahrscheinlich so daraufhin, dass Arena dann so schlecht war und, keine Ahnung, News-Websites, ne, Journale dann gesagt haben, ey, ja, Arena ist halt Schrott. Plus halt auch keine Streamer, die das halt gestreamt haben, weil es halt Schrott ist, Stand jetzt. Dass das wahrscheinlich auch, ja, keiner gekauft hat, ne? Wenn du überliest, kauft das nicht, dann kauft es natürlich auch keiner. Bittere Pille. Okay, so here's where I want to take a pause. Like I said at the very beginning, I wasn't sure if I even wanted to... Und dann noch der Tarkov Vibe, ne? Ja, stimmt. Make this video, and that's not because I fear backlash or hate or ridicule. It's because I actually really love this game, and I have a deep, indescribable respect for the pure artistic genius that went into creating what it is. And facing the financial reality of a piece of art that you really adore kind of kills the art of it in a way. Despite the cheeky sort of negative-seeming title, the very last thing that I want to do is kill Tarkov. We don't know exactly what the cost of development at BSG is, where those tens of millions of dollars go, nor should we, to be fair. Something I realized as I was writing this video, the gaming community is hyper-critical of Battlestate games. It's kind of sad, really. We all theoretically love this game, and yet we tear apart every single decision that they make. We look at every aspect of their development under a microscope. I'm not sure if other communities treat their favorite games devs that way, but to be honest, I really don't like the idea of being part of that.
To very quickly touch on the cost though, think about this one metric. Tarkov is running 5,000 or more servers according to Nikita. For a minimum of $100 to $300 a month per server, that's anywhere from 6 to as high as $18 to $30 million a year. Und das noch für die schlechten Server. Alone. The main concern I had, remember, is that Tarkov's cost of sales went up drastically in 2023, and the sales themselves didn't compensate. We need to touch on those 900,000 new accounts purchased in 2022. I've never given much thought to the idea of cheaters rebuying accounts as a legitimate major source of Tarkov's funding. Also das mit dem Cheater kaufen Accounts oder spülen da Geld in die Tasche oder so, das ist auf jeden Fall kompletter Schrott, ne? Davon will ich ja auch nichts hören. Also das Ding ist, die Leute, die halt cheaten im großen Stil, ne, nicht jetzt Privatpersonen oder so. Ich sag mal so Cheat-Gruppierungen oder sowas, die damit Kohle verdienen, ne, so Real Money Trader, bla bla bla. Ja, die werden sich die Accounts irgendwie anders snacken, werden da nicht 1 Cent für ausgeben, ne. Geklaute Kreditkarten zum Beispiel oder weiß der Geier was. Aber, und die werden wahrscheinlich auch nicht den vollen Preis holen oder, ne, wie oft kennt man das so, ja, ich komme nicht mehr in meinen Account rein, ne, weil kein 2FA aktiviert ist. Ach, weiß was ich, das ist halt, hui. That metric was the first time that I had to face it head on. If the concern is that cheaters are funding the game, something that, regardless of how things look, can never be officially proven, we know that anti-cheat is a constant concern of the legit player base, something that we all want to get better. But would not placing the spending power back in the hands of the dedicated, legitimate fanbase through microtransactions in whatever form potentially reduce the power that these cheat providers hold in general over BSG, even if it means BSG going back on their word, which is the lesser of two evils? I'll let you decide, but I think the choice is obvious. At the end of the day, what matters most is that the core tone and vision of the game itself is upheld in one way or another. Its dark and foreboding atmosphere, its deep, brutally challenging and rewarding grind, those things make the game what it is. As long as that remains the case, we'll be okay. Because here's the thing, truly, and I do say this wholeheartedly, what's done is done. If we want the game to succeed, to exist, Nikita has done, I think, the best he can right now. Regardless of how BSG got to where it's currently at, he personally admitted that the game needs more funding. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie eure Meinung so dazu ist, ne? Könnt ihr gerne reinschreiben. Aber, also ich sehe das genauso. Ne? Ich meine, Stand jetzt kaufe ich diese Stage rein zum Beispiel nicht, weil ich mir die Quests nicht versauen will. Ich will, ne, irgendwann sollen ja auch die Quests dazu kommen. Ich glaube, das vergessen halt auch viele. Ihr müsst das nicht kaufen, sondern ihr könnt irgendwann per Quest auch diese Stage rein freischalten. Ich persönlich will mir das halt nicht zerschießen, deshalb kaufe ich die gerade nicht. Und, ja, keine Ahnung, ich brauche den Platz jetzt auch nicht. Aber, keine Ahnung, irgendwas zu implementieren, ne, und ich bin halt auch einer, der sagt, ey, realistische Skins, ne, sowas wie verschiedene Tarnmuster auf Waffen oder Klamotten oder so, wofür man für bezahlt, fände ich persönlich auch nicht schlimm. So, ne, weil wir haben nun mal, ne, 2024, die haben ihre laufenden monatlichen Kosten und ja, keine Ahnung, wie soll sich das denn finanzieren? Ich habe jetzt 5000 Spielstunden und habe einmal 150 € bezahlt. So, das ist ja nix. So. I don't know. Ich finde, das ist auch kein Pay-to-Win. Ne, weil du mehr Platz hast, kannst du mehr stashen und ach, keine Ahnung. Also, das hat überhaupt keine Mechanismen halt im Raid, im Game oder so. Und deshalb, also ich finde, das ist eigentlich eine geile Lösung. Vielleicht sind das ein paar viele Stash rein so, ne, weil wenn man EOD hat, sich den ganzen Kram noch kauft, ist es halt riesig. Also, hast du da halt ultra viel Platz dann. Aber ja, ich finde das jetzt nicht so wild. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich kaufe es nur nicht, weil ich irgendwann die Quests dazu machen will. Weil mich das halt interessiert, wie die das halt dann implementieren und wie die Quests und sowas machen. Und ich bin ja Content Creator so. Versteht ihr? Der Platz ist permanent, wenn man die kauft. Und ich finde das auch mit dem Koop-Modus. Ich glaube 10, 15 € für den Koop-Modus. Ey, keine Ahnung, ne, falls mal wieder Turniere kommen oder so, ne, jetzt von meiner Seite aus können da halt dann mittlerweile auch mehr mitmachen, die keine EOD haben. Ne, müssen sich das nur eben holen und gib ihm rein. So, aber sonst, ne, das sind halt alles so diese Optionen. Du brauchst es halt eigentlich nicht. Das ist halt das Ding.
Wir sind halt die letzten Jahre auch immer damit klargekommen, die Stash reinzuhaben, die wir haben, mit der EOD zum Beispiel. Na, jetzt kannst du die da halt nochmal 28 reinkaufen. Das ist halt schon ultra viel. Ich glaube, das ist auch noch einmal die EOD, ne? 28 rein. Also quasi verdoppeln, oder? Es kamen noch immer mehr Items dazu. Ja, mein Gott. Aber hat das jetzt wirklich Auswirkungen gehabt? Die paar Dinger, die dazu kamen? Also meiner Meinung nach nicht. Doppelt EOD, ja. Also ich finde, das ist ein guter Weg, dass die mehr Kohle machen. Und ich muss auch sagen, ne, abseits der Skins würden die sagen, ey, wir arbeiten mit der Kohle, die ihr uns gebt, an Desync oder investieren das in bessere Server oder weiß was ich. Alter, ich würde dafür 30 Euro im Monat bezahlen, ist mir scheißegal. So, ich gebe auch Geld für Netflix und andere dumme Scheiße monatlich aus. Ich würde sofort, ich meine, klar, ich sehe das jetzt auch nicht objektiv, ne, weil ich das jeden Tag spiele und so. Aber ich glaube, es gibt eine Menge Leute da draußen, die sich wünschen, dass das Spiel besser läuft technisch und würden da halt auch monatlich reinpayen oder quartalsweise oder ne, so ein Abo-Modell, keine Ahnung. Aber ich finde, das ist eigentlich gut gelöst. So, und ich finde das auch nicht schlimm zu sagen, so, ja, Leute, wir brauchen die Kohle, wenn wir das Spiel weiterentwickeln wollen. Also das ist ja auch gang und gäbe, so, keine Ahnung, ja. If that is an honest statement on his part, then what else can they do? The choice is fund the game or let it die. If they're really just being greedy, if they really just wanted more money, I think that they would have done this a long time ago. I'm certain that no matter what, the research that I did for this will lead me to never looking at Escape from Tarkov quite in the same way again. But to be honest, Tarkov kind of goes on this yearly hype cycle, from excitement, a huge build and expectations, to some catalyst bringing everyone down to disillusionment with the game, to slowly building that trust back up to a sort of plateau of, yeah, it's Tarkov. Yeah. And then it happens all over again. Ja, ist halt Tarkov. For 8 years. 8 years ago, Tarkov was created by a couple people in a room as a browser-based shooter to help them get some extra funding for the massive single-player RPG they knew was out of their budget. Years later, and it's a genre-defining product rivaling and effectively defeating billion-dollar corporations at their own game. But BSG's still an indie studio. They're still making everything up as they go along. Nikita himself stated that seeing the outpouring of community support for the Tarkov world at conventions in 2023 convinced him that sticking with EFT into the foreseeable future and continuing to support it as long as possible was important to him. Perhaps the recent decisions around monetization are a way to assure that that can actually happen. At the end of the day, I, and I'm sure many people over the last better part of a decade, just want to see what a finished version of this game will look like. Meint ihr, wir sehen irgendwann den Release? Meint ihr, irgendwann kommt echt der Tag, da werden wir hier sitzen im Stream und sagen, Leute, es ist soweit. Jetzt wird gerade der Patch aufgespielt für Tarkov 1.0. Das wäre krass, oder? Boah, ich krieg Gänsehaut, ohne Scheiß. Ich krieg schon kranke Gänsehaut, so, wenn ich daran denke. Ja, wenn ich dann hier so mit meiner erwachsenen Tochter sitze im Duo-Stream so, hey Schatz, alles Gute zu deinem 25. Geburtstag. Es ist soweit. I'm sure that Nikita and the rest of the team would like that too. If getting to that point means that we wait a bit longer or that people buy a cosmetic add-on here or there, I guess that's just something I might have to learn to be okay with. Thanks for watching. Also ich muss sagen, vom Editing her des Videos, Alter, ultra nice. Also das ist wirklich ein hammer cool geeditetes Video. Also fand ich strong. Fand ich echt strong. Wir haben ein bisschen gereal-talkt. Also das mit dem Financial finde ich jetzt, also keine Ahnung. Ich glaube, das ist so ein bisschen clickbaity, ne, dass sich das eine Menge Leute angucken. Sind jetzt auch keine überraschend krassen Neuigkeiten dabei oder so. Ist ein schönes Video, kann man sich gerne mal reinziehen. Keine Ahnung, teilt mir gerne eure Meinung mal mit. Und ja, ich finde das mit den Sachen, die man jetzt kaufen kann, finde ich gar nicht so wild. Finde ich okay. Ist eine gute Lösung. Mal gucken, was so in Zukunft kommt. Let's go.